Hallöchen ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Heute gibt es bei mir Spare-Ribs mit Barbecue-Soße, Kartoffeln mit Dip aus dem Ofen. Normalerweise das ist perfekt für Grillzeit, da das Wetter nicht so schön draußen ist, habe ich heute mich entschieden, alles in dem Ofen zu machen. Und wie es geht, zeige ich euch jetzt. Ich habe schon mal die Zutaten hier für euch. Kartoffeln, Paprika, Karotten, Zwiebeln, Lauchzwiebeln, ein paar Rippchen, Salz und Körner, Pfefferkörner, Lorbeerblatt. Für die Soße habe ich hier die Sachen vorne. Einmal Knoblauch, Essig, brauner Zucker, Tomaten, Ketchup, Worcestersoße. Und für den Dip habe ich hier Schmand, Joghurt, Mayonnaise und was ich noch brauche ist Öl, Salz und Pfeffer zum Abschmecken. Und der erste Schritt natürlich ist wie immer das Gemüse schneiden. Eine Zwiebel schneide ich in ganz große Stücke, die wird dann für die Brühe benutzt. Brauche ich nicht so klein. Und die andere Zwiebel schneide ich klein, die brauche ich nachher für die Barbecue-Soße. Die Karotten habe ich geputzt und geschält, jetzt werden die auch klein geschnitten. Ich schneide in Scheiben. Die Paprika schneide ich auch nicht so klein, so längst die Stücke. Das Gemüse habe ich geschnitten. Jetzt brauche ich 2 Kochtöpfe. Dann kommen die Rippchen in den großen Topf rein. Das geschnittene Gemüse kommt auch noch dazu. Salz, Pfefferkörner und Lorbeerblätter und Wasser. Reichlich, sodass die ganze Komposition so mit Wasser gedeckt ist. So, die Sachen werden jetzt gekocht. Die Kartoffeln brauchen etwa 15 bis 20 Minuten zum Garen und die Brühe 45 Minuten, bis das Fleisch dann fast gar ist. Ein Tipp von mir, dass die Brühe dann klar wird. Die ersten 10 Minuten, wenn das Fleisch anfängt zu kochen, soll man diesen Schaum schön rausnehmen. Und dann entsteht wunderbare, klare Brühe. Die Kartoffeln sind jetzt fertig. Die werden abgetropft und abgetrocknet. Und in dieser Zeit dann bereite ich hier die Barbecue-Soße. Das Fleisch ist noch nicht fertig, braucht noch 20 Minuten. Ich gebe Öl in eine Pfanne und wenn das Öl erhitzt ist, dann kommt die Zwiebel rein. Dann presse ich auch die Knoblauchzehe rein. Und das wird angedünstet alles. Ja, die Zwiebeln sind soweit. Jetzt gebe ich den braunen Zucker dazu. Und dann karamellisiere das. Der Zucker ist schön karamellisiert jetzt. Und dann gebe ich die anderen Zutaten für die Soße. Ich habe hier Ketchup. Dann habe ich Worcestersoße, Salz und Pfeffer noch. Und gut umrühren. Dann gebe ich 2 Esslöffel von der Brühe direkt aus dem Topf in der Pfanne. Die Soße ist fertig. Die riecht so gut, so lecker. Das Fleisch ist auch fertig. So, der nächste Schritt wäre dann, ich nehme die Rippchen aus der Brühe raus. Es ist soweit, dass ich die Sachen alle für den Ofen vorbereiten kann. Aber bevor es losgeht, mache ich jetzt mal den Ofen an. Auf 175 Grad Umluft. Da kommen die Kartoffeln und die Rippchen alle auf ein Blech. Da kommen die schönen Rippchen jetzt verteilt. Dann werde ich die Soße oben drauf geben und schön einpinseln. Die Kartoffel platziere ich auf die andere Hälfte des Blechs. Und hier habe ich Olivenöl mit ein bisschen Salz
gerührt und die werden auch bepinselt. Jetzt ist alles für den Ofen vorbereitet. Der Ofen ist auch soweit vorgeheizt. Kommt alles rein für etwa 45 Minuten. In der Zwischenzeit bereite ich den Dip vor. In einer Schüssel gebe ich den Schmand rein. Joghurt und Mayonnaise habe ich hier. Und obendrauf Schnittlauch. Salz und Pfeffer gebe ich noch dazu. Gut vermengen. Und fertig ist unsere Dip. Die Zeit ist um. Wir gucken mal nach, ob es fertig ist. Wow, ich glaube ja. Ja, das sieht super aus. Wow. Et voilà, fertig ist das leckere Abendessen. Es duftet alles so gut. Ich freue mich schon gleich zu servieren. Wenn es euch gefallen hat, ihr Lieben, dann gebt mir ein Like, kommentiert, abonniert mich und seid dabei bei dem nächsten Video. Bleibt gesund, eure Tati. Tschüssi.